Deutschland hat gewählt. Das Ergebnis der Bundestagswahl, es steht fest. Die SPD bricht auf 16,4% ein. Das ist das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Die Union kommt auf 28,6%, gewinnt hinzu, wenn auch ein bisschen weniger als erwartet. Die Grünen kommen mit Verlusten auf 11,6%, die FDP abgerauscht, scheitert an der 5%-Hürde. AfD 20,8%, die Linke 8,8%. Auch das BSW kommt ganz knapp eben nicht an die 5%-Hürde ran, verpasst den Einzug ins Parlament. Die sonstigen Parteien 4,6%. Und im Studio begrüßen wir Thorsten Frey von der CDU, parlamentarischer Geschäftsführer. Schönen guten Morgen, Herr Frey. Erstmal an dieser Stelle Glückwunsch zum Wahlsieg. Allerdings, man hatte sich ein bisschen mehr erhofft. Gibt Ihnen dieser Wahlsieg auch in irgendeiner Form zu denken jetzt? Naja, so ein Wahlabend ist kein Wunschkonzert. Und man muss sagen, es ist ein klarer Regierungsauftrag an Friedrich Merz. Es ist etwas Besonderes, nach 3,5 Jahren in der Opposition wieder zurückkehren zu dürfen in die Regierung. Insofern ist es zunächst einmal ein Grund zur Freude. Aber das, was die Wählerinnen und Wähler uns auf den Tisch gelegt haben, ist eben auch eine harte Nuss zu knacken. Das wissen wir wohl. Und deswegen ist die Verantwortung jetzt groß, aus dieser Situation das Bestmögliche zu machen. Nicht nur die innenpolitischen Herausforderungen zu lösen, sondern auch die außenpolitischen, die sich jetzt in den letzten Tagen noch mal sehr viel massiver gezeigt haben, in Angriff zu nehmen. Und das setzt voraus, jetzt nicht in Nabelschau sich zu ergehen, sondern möglichst schnell an einer stabilen Regierung für unser Land zu arbeiten. Das wäre auch schön, weil Nabelschauen haben wir in der Vergangenheit auch genug erlebt, Herr Frey. Die AfD auf Platz 2, das Ergebnis zur letzten Wahl verdoppelt. Wie sehr schreckt Sie das? Denn es war nicht zuletzt die CDU, die gesagt hat, AfD, wir halbieren euch. Hat nicht geklappt. Nein, aber man kann auch nicht aus der Opposition heraus eine radikale, eine populistische Partei reduzieren. Das ist die Aufgabe einer Regierung. Und es wird jetzt eine Aufgabe sein, die auf uns zukommt. Denn natürlich erschreckt mich das, dass in den letzten 3,5 Jahren sich die AfD verdoppeln konnte. Und dass offensichtlich jeder 5. Wähler in Deutschland eine zumindest in Teilen rechtsextreme Partei als eine persönliche Alternative ansieht. Aber kann man da dann noch eine Brandmauer langfristig aufrechterhalten, wenn man sieht, dass so viele Menschen in Deutschland tatsächlich dieser Partei ihre Stimme geben? Also zumindest kann man nicht hingehen und kann sagen, wir bauen da eine Brandmauer und was jenseits der Brandmauer passiert, das interessiert uns nicht. Ich glaube, die Herausforderung bleibt die gleiche. Wir müssen die Probleme und Herausforderungen des Landes lösen. Wir brauchen Wirtschaftswachstum, wir brauchen mehr Kontrolle, mehr Begrenzung in der Migrationspolitik. Die großen Themen, die die Menschen beschweren, die müssen wir angehen und lösen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man die AfD wieder reduzieren kann. Und deswegen, das war jetzt die Aufgabe der Ampel. Es wird in Zukunft unsere Aufgabe sein. Ihre Aufgabe mit dem Koalitionspartner SPD, davon ist auszugehen. Nun hat aber die SPD, Herr Frey, schon angekündigt, also Koalition nicht um jeden Preis. Ist das eine gute Voraussetzung für Koalitionsgespräche? Ja, was heißt Koalition nicht um jeden Preis? Wir haben uns ja eine Koalition mit der SPD auch nicht gesucht und auch nicht gewünscht gestern. Aber das ist nun mal die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler. Und jeder muss überlegen, dass wenn er eine naheliegende Option nicht wählen will, was denn dann die Konsequenzen, die Alternativen daraus wäre. Das muss man, glaube ich, sich sehr genau anschauen. Und wir haben jetzt als Partei in der demokratischen Mitte alle eine große Herausforderung, wenn wir sie nicht bewältigen und wenn man sich vor ihr entzieht, dann besteht die Gefahr, dass wir in 4 Jahren eben ähnliche Herausforderungen haben wie die Österreicher heute. Und dann sprechen wir nicht mehr über Migrationspolitik oder Wirtschaftswachstum, dann sprechen wir über Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Wenn man sich jetzt die SPD momentan anschaut, also auch da herbe Verluste, eines der schlechtesten Ergebnisse der Parteigeschichte, nur noch Platz 3, nur noch drittstärkste Kraft hinter der AfD. Ist es da nicht ein bisschen vermessen, jetzt schon im Vorfeld zu sagen, na ja, also da gibt es für uns auch Grenzen. Sollten Sie nicht eigentlich froh sein, dass Sie überhaupt an der Regierungsbildung beteiligt werden? Ja, das kann man jetzt natürlich aus jeder Perspektive bewerten, wie man will. Aber ob froh oder nicht froh, es ist eine Aufgabe der Wählerinnen und Wähler, die jetzt da liegt. Und der kann man sich nicht entziehen, wenn man Verantwortung für unser Land übernehmen will. Und deswegen, so schwer das jetzt im Einzelnen auch sein mag, es ist auch für uns nicht leicht, muss man jetzt Verantwortung übernehmen. Und das ist das, was ich von der SPD erwarten würde. Wir sind gespannt, inwieweit diese Koalitionsgespräche dann auch fruchtbar sind. Dankeschön, Herr Frey, dass Sie heute hier waren. Sehr gerne.